weil er ist ein günstigeres Tier. And it was bound there, and Jesus released that donkey by taking that donkey. Und er war angebunden, aber Jesus hat ihn freigelassen. It is also showing that he gave the freedom to the captive. Und das zeigt auch, dass er Freiheit für die Gefangenen bringt. Donkey were waiting for the death, but giving life. Der Esel hat auf seinen Tod gewartet, aber er hat ihm Leben gegeben. So that's actually the church understood that is a restoration starting by coming of the real Messiah. Und die Kirche versteht, dass durch das Kommen des Messias das passiert. Even the palm tree also expressing that the restoration of even creation. Also auch die Palmzweige zeigen die Wiederherstellung der Schöpfung. So this idea is, I got it from the ancient, the church song, their liturgy, how they sing on that day. Also dieses Verständnis habe ich von Kirchenliedern, wie die das verstehen. So you could say there's something of a new creation. Yeah, new creation Theme as starting. Jesus draws, as the Messiah draws into Jerusalem. Jerusalem, yeah. But Also why, würdest du sagen, dass eine neue Schöpfung ist, wenn Jesus nach Jerusalem reinzieht? why was the donkey waiting for his death? Because the firstborn need to be, instead of without that, it need to be sacrificed. But you said that the donkey was not worth of it. No, like a lamb is valuable, like it costs more. Donkey is not that much valuable. So people try to die, just let it die, because nobody will not pay the cost of a lamb or things. Like a firstborn means it belongs to God. You can redeem that firstborn instead of sacrificing something. Did you understand? So the firstborn lamb had to be sacrificed to God. Yeah. The firstborn donkey also, but it was not allowed to be sacrificed, so you could either kill it or you could redeem it with a lamb or Yeah, something. yes. Offer something else instead. Yeah. And so there's some kind of connection that has been made by the early church, Yeah. how that is significant. And of course it also fulfills a prophecy about Yeah, prophecy. Jesus, that Yeah. he would see your king is Coming. coming to you And, on a donkey. yeah. And so I think Jesus was fulfilling a prophecy, and he was also maybe playing a little bit with the expectations of the crowd, and making a statement by coming on a donkey. Also Jesus hat hier die Prophetie erfüllt und hat auch die Erwartungen des Volkes verändert, indem er auf einem Esel kam. Okay, so now Jesus feels like it's going down soon. The time is drawing close. Und jetzt weiß Jesus, seine Zeit ist gekommen. And so it says in chapter 13, verse 1, In Kapitel 13, Vers 1 steht also Folgendes. he had loved his disciples during his ministry on earth, and now he loved them to the very end. Nun bewies er seinen Jüngern das ganze Ausmaß seiner Liebe. And the way that this can be translated, he loved them to the end, could also mean he loved them to the uttermost. Und er liebte seine Jünger bis zum Schluss. Das könnte auch heißen, dass er sie bis ins Äußerste geliebt hat. Or he loved them to the extreme. Oder er hat sie bis ins Extreme geliebt. And I love this scene in the movie where Jesus takes off his garment Ich liebe die Szene im Film, als Jesus sein Gewand auszieht and he wraps this towel around his waist, und wo er das Handtuch um seine Hüfte legt and then he starts washing one of the disciples' feet. und er dann die Füße der Jünger wäscht, Like a lowly servant. wie ein niedriger Sklave. Do you remember this scene in the movie? Erinnert ihr euch an diese The Szene? feet are kind of dusty, they need to be washed, Die Füße sind schmutzig, die müssen gewaschen werden. and everyone is like staring with their mouths open, like what is going on here? Und jeder staunt mit und hat den Mund offen und fragt sich, was passiert hier gerade. And when he was done, he said something like, well, there you go. Und als er dann fertig war, sagte er sowas wie, ja, so, jetzt könnt ihr gehen. There you go. This is how I love you. Das, There you see how much I love you. dadurch seht ihr, wie sehr ich euch liebe. Now you follow my example Jetzt folgt meinem Beispiel and wash each other's feet. und wascht einander die Füße. And as Judah goes out into the night, into the darkness, Und wie Judas in die Nacht hinausgeht, in die Dunkelheit, Jesus gives his disciples a new commandment.
gibt Jesus seinen Jüngern ein neues Gebot. Love each other. Liebt einander. So here we have this big theme of a command to love. Und da haben wir das neue Thema, einen Befehl zu lieben. But let us think about that for a moment. Lass uns da kurz drüber nachdenken. Was this command really new? War dieses Gebot wirklich neu? Or have we seen that before? Oder gab es vorher schon mal? Even in the law itself. Zum Beispiel auch im Gesetz selbst. Can you remind us, Brock? Kannst du uns daran erinnern, What Bro? is the whole essence of the law? Was ist die Aussage des Gesetzes? To love the Lord your God with all of your heart and love your neighbor as you love yourself. Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So it's not really a new commandment, but Jesus does add something to it here. Es ist also nicht wirklich ein neues Gebot, aber Jesus fügt dem was hinzu. Love each other as I have loved you. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Love each other as I have loved you when I've washed your feet. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, als ich euch die Füße gewaschen habe. Even though I'm your teacher, I'm your leader, I'm making myself less than you. Auch And I'm wenn, serving you. auch wenn ich euer Lehrer bin, mache ich mich niedriger als ihr und ich diene euch. Love each other like I am going to love you on the cross. Liebt einander, wie ich euch liebe am Kreuz. With a costly love. Mit einer kostspieligen Liebe. Give yourselves for each other. Gebt euch selbst füreinander hin. All of a sudden this commandment doesn't seem so easy to me anymore. Ja, jetzt plötzlich erscheint mir dieses Gebot gar nicht mehr so einfach. I mean, I think about everyday life. Wenn ich über das alltägliche Leben nachdenke. Then Jesus encourages the disciples Dann ermutigt Jesus seine Jünger, that he is preparing a place for them, dass er einen Ort für sie vorbereitet, where they will be with him forever. wo sie mit ihm sein können für immer. And I love talking to my little daughter Lucy Und ich liebe es, mit meiner kleinen Tochter Lucy zu reden, about the home, the beautiful place that Jesus is preparing for us. über den Ort, das Zuhause, den Jesus vorbereitet für uns. Jesus is preparing a home for us. Jesus bereitet ein Zuhause für uns And it vor. is so important that we live with this future vision in mind. Und es ist so wichtig, dass wir mit dieser zukünftigen Vision in unserem Verstand leben. In this world we might often wonder, where do I belong? In dieser Welt fragen wir uns vielleicht oft, wo gehören wir hin? Like, I've grown up in Thailand, but I'm American, or I know I'm like African, but I've never been to Africa, or I grew up in Kazakhstan, but that doesn't ever really feel like home. Where is my home? Where do I belong? Also die Frage ist wirklich, wo ist mein Zuhause, wenn ich in Thailand geboren wurde, aber eigentlich Amerikaner bin, wenn ich nie in Afrika war, aber Afrikanerin bin, wenn ich in Kasachstan geboren wurde, aber mich da nicht zu Hause fühle. Jesus is preparing a home for us. Jesus bereitet ein Zuhause für uns vor. And that also makes it okay to give up our home here on earth, Und dadurch sind wir auch bereit, unser Zuhause hier auf der Erde aufzugeben, to find that eternal home, to find that final home with Jesus, um das ewige Zuhause bei Jesus zu finden, that Jesus is constructing for us. was Jesus gerade für uns vorbereitet. How do we get there? One of the disciples asked. Wie kommen wir dahin, hat einer der Jünger gefragt. I am the way, the truth, and the life, Yes. Jesus responded. Ich bin Weg, Wahrheit und Leben ist die Antwort Jesu. It is through me that you get there. Yes. Es ist durch mich, dass ihr dahin kommt. By believing in me and only in me. Wenn ihr an mich glaubt und nur an mich, dann werdet ihr dahin kommen. Jesus alone is enough. Jesus allein ist genug. And then he makes them a promise that seems too fantastic to be true. Und dann gibt er ihnen ein Versprechen, was zu gut ist, um wahr zu sein. They've seen all of these signs that Jesus has been doing. Sie haben alle diese Zeichen gesehen, die Jesus getan hat. And now Jesus says, you are going to do even bigger stuff. Und dann sagt Jesus, ihr werdet noch größere Zeichen tun. How is this possible? Wie kann das sein? It's through the Holy Spirit.
Es ist durch den Heiligen Geist. And Jesus says the Spirit is going to be your helper. Und Jesus sagt, der Geist wird dein Helfer sein. You can also translate it, the Spirit is going to be your comforter. Ihr könnt das auch übersetzen mit, der Geist wird dein Tröster sein. Or the Spirit is going to be the advocate. Oder der Geist wird dein Richter sein. He is going to be alive in you. Er wird lebendig sein in dir. I am going to be alive in you. Ich werde lebendig sein in dir. And I love this about the book of Acts. Und das liebe ich im Buch der Apostelgeschichte. How these same disciples who were so, their understanding was still so partial when they were with Jesus. Wie die Jünger ein Verständnis hatten, was nur teilweise verstanden hat, was gerade vor sich geht, als sie bei Jesus waren. And when the hour came when he was crucified, who ran away and deserted him. Und die Jünger, die weggelaufen sind, als er gekreuzigt wurde, die ihn verlassen haben. Peter, the number one disciple, denied him. Petrus, der Nummer 1 Jünger, der ihn verleugnet hat. The two disciples on the way to Emmaus, they thought it was all over. It was all pointless. Die 2 Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus waren, die dachten, jetzt ist alles vorbei. But then Jesus, he rises from the dead, he appears to them. Aber dann steht Jesus von den Toten wieder auf und er erscheint ihnen. And then he gives them the Holy Spirit. Und er gibt ihnen den Heiligen And Geist. suddenly they come alive and they're filled with boldness. Und plötzlich werden sie lebendig und sind voller Mut und Stärke. And wherever they go, miracles surround them. Und wo auch immer sie hingehen, tun sie Wunder. And that is all the Holy Spirit that is working inside of them. Und all das ist der Heilige Geist, der in ihnen drin wirkt. That's where we see this transformation. Just like with John, apostle of, son of thunder to apostle of love. Da sehen wir die Veränderung von Johannes, von dem Donnersohn zum Sohn der Liebe. And so with the rest of the apostles, we see this transformation of these timid group of followers. Und mit dem Beginn der Apostel sehen wir, wie eine ängstliche Gruppe zu den Aposteln zu einer mutigen Gruppe wird. They become these courageous witnesses Sie werden zu mutigen Zeugen, who at the end, most of them, lay down their own lives for their message. die am Ende, wo jeder sein eigenes Leben als Zeugnis hingelegt hat. That's what the Holy Spirit can do. Das ist, was der Heilige Geist tun kann. Do you believe that? Glaubt ihr das? Have you experienced that? Habt ihr das erlebt? Do you want more of that? Wollt ihr mehr davon? Then let's keep asking God for that. Dann lasst uns Gott weiter darum bitten. And when He does challenge us and send us into uncomfortable situations, let's follow through on that. Und da, wo er uns herausfordert und in schwierige Situationen stellt, lasst uns das annehmen. Let's have this expectation. Let's have this hunger. Let's see what He can do. Lass uns diese Erwartung haben und diesen Hunger danach zu sehen, was er tun kann. And so it's through the Holy Spirit of God that's living inside of us. Und das ist durch den Heiligen Geist, der in uns lebt. And the image that Jesus gives them here is this like, I want you to remain in me. I want you to remain in my love. Und das Bild, was Jesus ihnen hier gibt, ist, dass er sagt, ich möchte, dass ihr in mir bleibt, dass ihr in meiner Liebe bleibt. And this was really so much part of John's life message. Das war so sehr Teil von Johannes Lebensbotschaft. Remaining in God's love. In Gottes Liebe bleiben. Following this command of Jesus. Dem Gebot Jesu folgen. Love each other as I have loved you. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. The central message of his life. Die zentrale Botschaft seines Lebens. Because according to church tradition, at the end of John's life, Denn laut der Kirchentradition ist am Ende von Johannes Leben, when he was an old man, als er ein alter Mann war, the one thing he kept repeating to his followers was, da war die eine Sache, die er immer wiederholt hat gegenüber seinen Nachfolgern. little children, love each other. Kleine Kinder, liebt einander. He had so fully taken on this command from the Lord that he was living it out with every breath.
Er hat so sehr dieses Gebot des Herrn ausgelegt, dass er es wirklich mit seinem ganzen Leben gezeigt hat. That was John's life message. Das war die Botschaft von Johannes. What is yours? Was ist deine Lebensbotschaft? What does your life communicate to other people? Was zeigt und was kommuniziert dein Leben für andere? In the movie, Jesus goes outside with his disciples and they walk through this vineyard. In dem Film geht Jesus dann raus mit seinen Jüngern in die Weinberge. They walk under these vines that are growing these grapes. Sie laufen unter diesen Weinstöcken und den Trauben entlang. And then Jesus uses this analogy in chapter 15, verse 1. Und dann verwendet Jesus die Analogie in Kapitel 15, Vers 1. I am the true grapevine. I am the true vine. Ich bin der wahre Weinstock. And what you need to bear in mind is that in the Old Testament, the prophets had often talked about Israel as being God's vineyard. Und was ihr bedenken müsst, ist, dass im Alten Testament die Propheten oft Israel als den wahren Weinstock dargestellt haben. Like in Psalm 80, verse 8, Wie zum Beispiel im Psalm 80, Vers 8. that Israel is the vine that God had brought out of Egypt. Dass Israel der Weinstock ist, den Gott aus Ägypten rausgebracht hat. Isaiah also talks about this idea of Israel as God's vineyard in chapter 5. In Jesaja 5 lesen wir auch, dass Israel Gottes Weinstock ist. And the prophets agreed that this vineyard was definitely underperforming. Und die Propheten haben übereingestimmt, dass dieser Weinberg auf jeden Fall dargestellt wurde. It was underperforming. It was not bringing fruit like it was supposed to. Dass der Weinstock nicht so viel Frucht gebracht hat, wie er tun sollte. Instead of bearing sweet and tasty and juicy grapes Anstatt dass er süße und fruchtige Trauben hervorgebracht hat, to God, Gott gegenüber, the grapes had turned sour. stattdessen wurden die Trauben sauer. And now Jesus is saying, I am the true vine. Und so sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock. I am the true Israel. Ich bin das wahre Israel. And as long as you remain connected to me, you will bear plenty of good fruit. Und solange wie du mit mir verbunden bist, wirst du viel Frucht bringen. Whether you are from Israel or whether you are from the nations. Ob du von Israel bist oder aus den Nationen. Psalm 80. And what does Jesus say about the branches that are disconnected from the vine? Was sagt Jesus über die Äste, die nicht mit dem Weinstock verbunden sind? In the movie, it's kind of cool, you know, they're sitting around this fire, and he's like, well, if a vine has gone dry, it's just a piece of wood, and you throw it into the fire. Wisst ihr noch, in dem Film sitzen sie um das Feuer herum und dann sagt er, wenn ein Ast trocken geworden ist und nicht mit mir verbunden ist, dann wird er ins Feuer geworfen. I don't think he's talking about some kind of purgatory or fire hell or something here. Ich glaube, er spricht jetzt nicht um das Feuer. I think he just means, you know, a branch is supposed to bear fruit. And it will do that, it will stay green and life-giving as long as it is connected to the main tree. Sondern er sagt, ein Zweig ist so lange, wird es Frucht bringen, wie es mit dem Weinstock verbunden ist. But as soon as it is disconnected, as soon as it is cut off, it is useless. It doesn't bring any more fruits. Aber wenn der Ast abgeschnitten wird, dann wird er keine Frucht mehr bringen und ist nutzlos. It cannot bring fruits by itself. Es kann keine Frucht bringen aus sich selber heraus. So what should a branch do if it feels that way? Was soll ein Ast also tun, wenn er sich so fühlt? You know, if we spin this analogy a little bit further.
Wenn wir diese Analogie noch ein bisschen weiter nehmen. What does God do to dry bones? Was macht Gott mit trockenen Knochen? He can breathe new life into them. Er kann neues Leben in sie einhauchen. And I think that dry branches can be plugged back into the life-giving tree. Und ich glaube, dass trockene Äste auch zurück in den Weinstock mit dem Weinstock verbunden werden können. That is what God is inviting us every time when we feel dry. Und das ist, wozu Gott uns einlädt, immer wenn wir uns trocken fühlen. When we've been trying to manage on our own, Da, wo wir versuchen, Dinge aus eigener Kraft zu machen. Jesus says, abide in me. Come, be connected to me. Da sagt Jesus, bleibt in mir, seid mit mir verbunden. Let my Holy Spirit act in me. Lasst meinen Heiligen Geist in euch handeln. In chapter 16, Jesus prepares his disciples In Kapitel 16 bereitet Jesus seine Jünger vor, about what it's going to be like to live in this world. darüber, was es bedeutet, in dieser Welt zu leben. Remind me, what does Jesus mean by the world? Was meint Jesus mit der Welt? Was sagt ihr? Humanity? All of humanity? Those are rejection, you said. Unbelievers. Die ihn ablehnen, Humanity Ungläubigen, in rebellion against God. Yeah. die Menschheit, die rebelliert gegenüber Gott. He tells them, hey, expect that people will reject and persecute you. Er sagt ihnen, erwartet, dass die Leute euch verfolgen werden und Because ablehnen. they have rejected and persecuted me. Denn sie haben mich abgelehnt und sie haben mich verfolgt. And now you are continuing with the same message. Und ihr gebt jetzt die gleiche Botschaft weiter. And where light shines, Und wo ein Licht scheint, it will always give people the choice. Do they want to be in the light or do they want to stay in the darkness? da wird es den Leuten immer die Wahl lassen, willst du im Licht sein oder in der Dunkelheit Will you bleiben. accept the light or will you fight against? Willst du das Licht annehmen oder wirst du dagegen ankämpfen? And they are sent to shine the light, to testify for Jesus. Und sie werden gesendet, um das Licht scheinen zu lassen, um Jesus zu bezeugen. Remember those little tea lights that Ray was talking about? Wisst ihr noch von den kleinen Teelichtern, von denen Ray gesprochen hat? They are commissioned to spread these little flames all over the world, all over the Mediterranean and all over the rest of the world. Sie wurden beauftragt, das Licht oder die Botschaft in den ganzen Mittelmeerraum zu verbreiten. And even though there will be resistance, and even though in this world you will have trouble, you will have trials, Und selbst wenn da Widerstand sein wird, wenn da Kämpfe sein werden in dieser Welt, we also have someone who is working inside of us, da haben wir auch jemanden, der in uns drin arbeitet, the Holy Spirit. den Heiligen Geist. And Jesus promises that He will be with us Und Jesus verspricht, dass er bei uns sein wird, until the end of the age. bis zum Ende der Welt. In this world you will have sorrows, but take heart, for I have overcome the world. In dieser Welt werden wir Sorgen haben, aber seid mutig, denn wir werden die Welt überwinden. Let's take a 3-minute break right now. Lass uns eine 3-minütige Pause machen. Get a quick stretcher, maybe if you need to go to the bathroom, and just run quickly. Kurz dehnen, strecken, kurz auf die Toilette gehen And then we'll continue in a few minutes. und dann machen wir in 3 Minuten weiter.